Und wir machen dann auch gleich sofort weiter. Denn wollen wir doch mal die Szene wechseln. Hallöchen. Und hier weitermachen. Ja. Okay, einfach nur ein langweiliger, billiger Alternativweg. Mal gucken, habe ich denn überhaupt vorhin meine... Ja, die Dingslandung habe ich geholt. Wie lange geht denn das Spiel eigentlich noch ungefähr? Hallöchen. Ich will mal behaupten, nicht mehr so lang, oder? Die Dings habe ich ja weggeschmissen, nicht Depp. Was heißt Depp? Mal schön darüber. Ja. Nice. Kann ich eigentlich hin auch da... Ne, kann ich nicht. Jetzt brauche ich halt eine Elektroschockpistole. Die würde jetzt aber eh nicht mehr da reinpassen. Oi, oi, oi.
Is this the beginning of a complete technological breakdown, or just another glitch in the system? This is Eliza Kassan, reporting to you live from Pipus. Eigentlich will ich ihn einfach in Ruhe Fernsehen gucken lassen. Weißt du was, das probieren wir auch einfach. Ja, dann tippt er gucken in Ruhe Fernsehen. Wir können mal in Ruhe lassen. War so klar. Access grant. Ich wollte sagen, SARS-Epidemie vor 20 Jahren, wann spielt Deus Ex nochmal? Aber der 27. You must have done something, Jensen. 4 of our GPL signals just popped up, including yours. Koss, Colvin, Faraday. I'm not picking up Dr. Reed. Send me the coordinates you do have. And Pritchard, tell Sarif. I can't. While you were incommunicado, Mr. Darrow invited him, Bill Taggart, and the UN delegates to Panchaea. They're halfway to the Arctic by now. Great. Access granted. Schadensupgrade. Achso, ja, ergibt Sinn. Den Rest brauche ich nicht. Inside sources tell me that augmentation giant Ta Young Medical is scrambling to produce enough new and improved biochips to meet the expected demand. With widespread Der Kerl guckt einfach friedlich Fernsehen. Da sehe ich keinen Sinn, ihn verprügeln zu wollen. Würde mir keinen Spaß machen. Oh shit, ist hier eine Menge los. Alter, what the fuck. Doch sicher ein paar nette Alternativwege, oder? Eieiei. Ich muss eigentlich erst da rüber wegen dem Geschütz. Die Sniper weg.
Access granted. Ab 5 in 1 war das nicht die Vogelgrippe? Bin mir da gerade unsicher. Na, juckt. Hier ist ja eine Menge los. Holy shit. Fucking Kamera. Hello? If anyone is hiding here, you better come out. Hey, what happened? Ja. Over there! Hold it! Alter, sieht nicht gut aus. Ich habe eine Gasgranate. Launch visual! Oh! I need suppression fire! Wie viel habe ich denn damit jetzt ausgeschaltet mit der Gasgranate? Eat that! Can't see you! Still here! Find him! Aua. Das ist jetzt hier schlecht. Rush him! Stop! I see you! Ja, ey, Konfrontation kannst du ja voll vergessen. Fuck. Waren aber auch einfach mal gefühlt 20 Leute. Wahrscheinlich eher nur so 10, aber. Holy shit. Still here! Find him! Everything's a go. Hey, what happened? Everything's a go. Hey, what happened?
Immerhin die Kamera ist jetzt weg. Nearest source of disturbance. I don't like what's going on here. Pack die Sniper weg. Hör auf damit jetzt! Mit deinem scheiß Waffenwechsel andauern. Du kotzt mich an, Junge. Hostile in Mein Gott, weil der mal seine scheiß Waffen da rumfummeln muss. Ich weiß, das ist nicht die Ursache. Aber es nervt halt ohne Ende. Ist zum Kotzen. Autosave. Mit seinem scheiß automatischen Waffenwechsel. Ich google da mal kurz danach. Tastatur und an der Maus kannst du mich nicht liegen. Weil das Problem habe ich nur bei Deus Ex. Bei sonst keinem anderen Spiel. Google. Eher 50.000 Fragen darüber, wie man Waffen wechselt im Spiel. Hm. Auf jeden Fall merkwürdig, dass er automatisch die Waffen wechselt. Versuchen wir diesmal ohne Ärger hier durchzukommen. I've got a... Who the hell? So viel dazu. Weil ich natürlich gerade keine Geduld hatte. Scheiß Kamera. Die ist das größte Problem hier. Aber auch hier gilt wieder, immerhin die Mucke ist geil. Habe ich gerade gespeichert, ich Idiot.
Soweit so gut. Gott, bin ich gerade erschrocken. Ah. Im Herzinfarkt hier gekriegt. Danke für den Follow. An den Namen, den ich nicht vorlesen kann. Vielen herzlichen Dank. Was bringt mir das hier jetzt? Ein Schacht. Führt dieser Schacht mich hin? Oder? Get the hell out! This lab is off limits to you people. Nice to see you too, Dr. Goldman. What? Wait a second. I know you. You were Seraph's security guy. Way to protect our asses. Hey, check the attitude, Doc. I nearly died trying to save you. Oh, and now you're here to take me back. Well, maybe I don't want to go. Maybe I've got more here than I ever had at Seraph. Would Vasily Savchenko agree with that? They executed him and dumped his body in a ditch. That's not true. Believe it. Unless these murderers have you so brainwashed, you don't mind building their toys. It wasn't a toy. It was a software upgrade that limits functionalities in a biochip. They told me it was for crowd control. Is Vasily really dead? You saw the body? What was left of it? Oh my god. I should have listened to him. Dr. Colvin, I need to locate the rest of the team. But Dr. Reed's GPL isn't broadcasting. She's in the secured zone. There are guards everywhere. Then I need a way to get the guards out. A distraction. Maybe a lab accident, what do you say? After what those bastards did to Vasily? Of course. But one minor incident in this lab won't be enough. No. But if a couple of other labs go up, simultaneously... Declan and Eric. Of course. Interesting idea, Mr. Jensen. Ambitious, but risky. The timing will be critical. I'll coordinate the attack. But you understand that this could all backfire. I'm no shrinking violet, Mr. Jensen, but there may be another issue. They're tracking your GPLs, aren't they? I've been wondering how to get around that. Smart man. Just like Vasily. He had a plan to shut down their tracking and jamming protocols using a virus. Maybe Declan or Eric know something more about it. Jetzt sich ja gerade relativ schnell umstimmen lassen. I haven't yet located Eric Koss, Dr. Colvin. Do you know where they're keeping him? He's working in a lab on the 3rd floor. There's an elevator that might get you there. It's on the 2nd floor, though, and I heard the guard say something about that floor being shut off. But then again, with those neuroenhancements of yours, you might find a way to get into it. Dr. Faraday doesn't seem to be working in this building. Any idea where he is? I think he's in the biomech lab next door. But you don't have to go outside to reach him. There's a skywalk that connects the two buildings. Maybe you can use it. Oh.
Dr. Colvin, I need to know I can trust you. You seemed pretty happy to be here until I told you about Dr. Savchenko. It's been 6 months, Mr. Jensen. Not long for you, perhaps, but how long can a person live in constant fear? Once they took us out of isolation, it just seemed easier to concentrate on the work. Did all of you feel that way? Vasily didn't. Maybe not Declan either, but the work we do here, the discussions, and the theories. I thought Seraph's projects were far-reaching, but the experiments I've seen going on here, it's the kind of stuff DARPA dreams up every day. Only without governmental oversight keeping you in line. I suppose I'm just a typical scientist to you, right, Mr. Jensen? Blindly pushing boundaries? No care for who's footing the bill or how our discoveries get made? We all have to live with ourselves at the end of the day, Dr. Colvin. You're right, of course. But were things so different in Detroit? We all know where those Seraph contracts came from, don't we? You asked me if you could trust me. You can. But you better get on with this. Okay, wait for my signal, Dr. Colvin. When your GPL starts to vibrate, set off the distraction. I understand. And I'm sorry for what I said earlier. Das war dumm. Hostile in the area! Ja, natürlich bleibt der jetzt da so dumm stehen. Frech. Frech, frech, frech. Ah, Wenn der da so stehen bleibt, ist das natürlich jetzt nicht gut für mich. Looks clean to me. Guckt sogar direkt zur Schalttafel. Das ist nicht so nice. Ja, ich kann auch einfach da drüber. In den Nachbarraum. War gut, dass ich nicht gemacht habe. Einerseits ist da drüben nichts und andererseits hatte mich der andere Kollege dann gesehen. Access grant. Wait, what? Einfach mal einen Top-Secret-Fahrstuhl gefunden. Nice. Sonst noch irgendwas hier? Sieht nicht danach aus. Das heißt Top-Secret-Fahrstuhl, der ist einfach nur gut platziert. Fährt auch nach oben.
What do you want? I told you people not to barge in here. Wasn't the new biochip design enough? Dr. Koss, I'm here to get you out. Jensen? From Sarif? But we were told we'd been written off. Not exactly. Listen, Jensen. They forced me to work for them. I didn't want to create the new biochip, especially since it was based on Sarif's research, but they didn't give me a choice. No one doubts your loyalty, Dr. Koss. Do you know what they plan to do with this new biochip? I'm not sure. They said something about having Tai Young Medical produce it and distribute it through LIM, but I can't be sure. I know, and I'm here to bring you all back. But to reach Megan, I need you, Colvin, and Faraday to stage lab accidents as a distraction, simultaneously. Isn't that a little risky? Besides, how will we coordinate these accidents? It's impossible. Maybe not. But it's that or staying here and eventually ending up like Dr. Sevchenko. They killed him, didn't they? He kept provoking them, coming up with these wild escape plans. They try to keep us apart as much as possible now. All right, Mr. Jensen. I'm with you. What's our next move? We need to disable their GPL tracker. I know Dr. Sevchenko was working on something. Yes, a virus program. We all thought it was too risky considering we had nowhere to go. But I don't have it. You'd better check with Nia or Declan. Dr. Koss, the bioship you mentioned was based on Sarif studies? Yes, I believe so. At first I thought it was merely convergent research, but I've worked with Dr. Reed long enough to recognize her handiwork. Besides, I had been working on something similar back in Detroit. And your knowledge of it made you invaluable here. At least to a certain extent, it probably helped us all stay alive. But now with Dr. Shevchenko, I guess we've all become expendable. Except for Dr. Reed, I suppose. Why do you say that? It's more of a general feeling, I guess. Back in Detroit, we all realized that we were on the verge of something groundbreaking. And here, well, everyone seems to view her research as crucial in some way. That might explain why she's being held in a secured area. Possibly. I'm just glad we're going home. It's kind of hard to believe. Declan, right. Dr. Koss, do you have any idea where they're keeping him? I might. I overheard some of the guards. I think he might be working in the basement of the biomech labs. But I'm not sure. Sit tight, Dr. Koss. When you feel a vibration from your GPL, set off that distraction. That'll be the signal. I will. Good luck, Mr. Jensen. And hurry. Ich werde zumindest probieren. Schickes Büro. Alter, what? Hat nicht ein bisschen überreagiert? Okay. Der Dicke hier ist ein Problem. Der Große. Ja, geh weg. I've got a possible visual. Shit. Hello? If anyone's hiding here, you'd better come out.
Die Tür kann mir unsichtbar machen. Wieso mache ich das denn nicht auch einfach? Bis jetzt zumindest. Bin ein Volldepp. Ja, hör auf noch bitte auf die Waffe zu wechseln, Mann. Wieso geht das HUD mittlerweile andauernd immer wieder zwischendurch aus? Nervt mich gerade genauso. Bleib doch einfach bitte an. Ist irgendwie eine Option, die auf einmal aktiv ist? Fühlt sich irgendwie komisch an. Ja, scheinbar nicht. Eieiei. Wie lang das dauert, holy shit. Access granted. Das war ja wild. Die Frage, fährt der Fahrstuhl noch weiter? Ja, der fährt nach unten. Bitte auf die Waffen immer zu wechseln, Mann. Pack die weg und hör auf damit. Alter, ich ratze hier gleich wirklich noch legit deswegen aus. Ja, normal ist das echt nicht. Adam? Adam Jensen? Good grief, lad. What the blazes happened to you? I made the mistake of surviving. I'm here to get you out, Dr. Faraday. I told Vasily that Seraph wouldn't stop looking. Sevchenko's dead, Dr. Faraday. I'm sorry. I figured as much. One day he was just gone, and they wouldn't say why. We were all afraid, so we just kept to the work. They forced me to create a signal pattern that could broadcast software upgrades directly into a person's implanted circuitry. Upgrades? That do what? Whatever instructions have been encoded into them. They said it was to improve efficiency at clinics, but that wouldn't be the only application. Far from it. I see. Dr. Faraday, we need to free Megan from the isolation zone. I've got a plan to distract the guards. 3 lab accidents. I like your style, son. And it just might work if you can get Nia and Eric to agree. But timing them to occur at once, that will be the trick. I'll worry about the timing. For now, sit tight and wait for my signal. There's one thing you're forgetting, lad. They can track our GPL signals. I know. But I'm hoping you might have the solution to that problem. Sevchenko's viral program. Of course! I shouldn't have underestimated you. Vasily gave it to me before he disappeared. Here you are. Upload it onto the central security computer. It will scramble their scanners. I would have done it myself, but I'm just a scientist. Don't sell yourself short, Doc. Sieht ein bisschen niedrig aufgelöst aus, der Gute. Any idea who's behind this, Doc? The kidnapping, the facility? Not really. Remarkable considering I've been here 6 months.
You would have thought someone would let something slip. But if it doesn't have to do with the research, you don't get a word out of them. Sounds like the guards are well trained. But what kind of threats were needed to stop the other researchers from talking? Well, there were threats early on just to get us to work. Of course, Vasily saw right through that. Kept saying they needed us. I suppose in his case, the risk outstripped the return at some point. Damn them. Dr. Sevchenko probably knew the risks and accepted them. That he did. Go on, lad. Let's put this plan of yours into action. It's time to teach these wankers a lesson. Tell me, where do I find this security terminal? Vasily told me there's a tunnel leading to it, near the back of the compound, I believe. But I'm afraid you'll have to explore a bit to be sure. Once I upload the virus, it'll be time to act. I'll signal you. A vibration in your GPL. Be ready. Understood, lad. But do be careful. I will. Okay, hier ist wohl nirgends eine Möglichkeit, wo ich mich rausschleichen könnte. Alles klar. Der Fahrstuhl dann der einzige Weg nach da unten? (18:30 Uhr) E-Mail. Ich glaube, ich gehe so raus, wie ich reingekommen bin. Nee, scheiß drauf. Ja, ne? Frag mich, wie die das machen. Ob die einen Timer dafür stellen oder wie auch immer. Die Waffe weg, Mann. Was soll der Scheiß? Ernsthafte Frage. Das wäre einfach nur von der anderen Seite, okay. Alter, lass das doch. Ich sagte, du sollst lassen. Hör doch auf damit. Was soll der Scheiß? Was ist das für ein Drecksgame? Dass das passiert. Alter, hör auf damit. Aber heute diesmal nichts Interessantes in der Mail für mich dabei. Ist einfach zum absolut verrückt werden.
das Schlimmste am ganzen Spiel. Hör auf, Alter, ich... Access granted. See that? Door open, but no one came through. Hello? If anyone is hiding here, you better come out. Sounds like you're chasing after ghosts again. False alarm. It was nothing. Komm, leg dich mal da ein bisschen hin. Einen Schuss habe ich gekriegt. Das Gewehr. Ja. Wo ist das Handy jetzt so dunkel? Wird schon seine Richtigkeit haben. Bin hier komplett falsch gerade. Is someone hiding over there? Nein. Hello? If anyone is hiding here, you better come out. Einfach mehr oder weniger den gleichen Weg wie vorhin. Würde ich zumindest gerne jetzt. Fand den Weg schon ganz gut eigentlich. See that? Door open. No one came through. Hello? If anyone's hiding here, you'd better come out. Chasing after ghosts. Nothing here. Back to your position.
überhaupt die Waffe weg. Cool, Schrägstrich in Ordnung hier lang zu gehen. What? What? Wir sind bei der WHO? Bin ich gerade oder sind wir das wirklich? Access grant. Ui. Benutze ich nur alles leider nicht. Schade. Hey. Komplett random. Alter, ich... Versteh's nicht. Will noch nicht mal machen. Ich klicke aus, das sind irgendwie immer komisch drauf. Access grant. Praxispunkt, wo will ich ihn rein investieren? Pritchard, are you still tracking the scientists? Of course. Simulate feedback along that route. Make it strong enough to vibrate their implants. They have to feel it. A signal, eh? Not bad, Jensen. I'm sending it now.
Boss Time. Your tenacity, Adam Jensen, is really quite irritating. We'd like you to stop now. I'm afraid I can't, Zoe. You see, I figured it out. I know what you and your conspiracy buddies are planning. Do you? How clever. A new biochip. A software upgrade that limits what augmentations can do. You're creating a kill switch. You kidnapped Megan Reed's team to do it, and you're seizing control of the market to ensure it gets distributed. All because you're afraid of people like me. Augmented people, with the power to resist you. No one's afraid of you, Mr. Jensen. All your blundering around and childish interference hasn't stopped a thing. Tell me, have you been to a limb clinic lately? Mhm. No. Oh, yes, Mr. Jensen. You figured out our plans, but not soon enough. Dispose of him, Namir. And this time do it right. Das ist natürlich schlecht. You should have stayed dead, Jensen. Fucking WHO. Ist natürlich jetzt ein Problem. Der ist augmentiert. Das heißt eine Dingsgranate. But even I have orders to follow. You're a fool. There's Schlecht. here. Back me all the way here. Find me now so you can see. Ich glaube, der Kampf wäre deutlich einfacher, wenn ich nicht den Chip geholt hätte. Ey, ich weiß nicht, ob das Ruckeln hier gewollt ist. Also, dass es diese Ruckler zwischendrin drin hat. Wenn ihr die auch bemerkt. Bemerkt habt, was ich doch mal einfach hoffe. Ob das gewollt ist oder ob das Spiel hier krasse Frame-Einbrüche hat teilweise. But even I have orders to. Das macht mehr Damage. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6. Ja, 2, 4, 6. Das macht 8 Damage. Das macht durchaus mehr. Follow. Das jetzt zum Kotzen. Das jetzt zum Kotzen. Schlecht. You're a fool. There's nothing here for you. Behind you, Jensen. Wieso macht die mir jetzt nichts mehr aus, die Dingsgranate? Willst du mich verarschen?
knowing so stubborn. It's chased long ago. Look at you, jumping at shadows like a scared child. This is as far as only one of us will. Will you lose your nerve, Jensen, now that the end is near? Yelena, but right over here. Ey, du kriegst halt nix mit in diesem Kampf. Wenn du nicht siehst, dass der gerade die Granaten wirft, bist du halt am Sack. Wie ihm auch die EMP-Granate auf einmal nichts mehr ausmacht, scheinbar. She's up to you, my friend. I'm right over here. Come get me. Einfach mal wieder die scheiß Waffe gewechselt. Mieser Bossfight. Finish it. Not until you tell me where Megan is. You've lost her, Jensen. Men like us, we never get back the things we love. Da geht's mir aber auf die Nerven, das Gepiepe. Jaren, is that you? Not exactly. Adam? Oh my god, Adam! It's you. You're hurt. What happened? What happened to you? I risked my life for you, Megan. I came halfway around the world, and for what? It's not what you think. Are you part of this? No! No, Adam, I swear it! The kidnapping was real. The attack on Seraph Industries, they came after me. They wanted my research. And when did you decide they could have it?
It didn't happen like that. I wanted to tell you, but I couldn't. I couldn't! And then David said we had to use it. We owed it to mankind. David, what are you talking about? My great discovery. The genetic framework I found that makes it easier for living tissue to bond with implants. I found it. In you, Adam. I used your DNA. I wanted to tell you, I swear. But David convinced me what it could mean for mankind. How much better off we could all be. It took Hugh to make me see how wrong I was. Hugh? Hugh Darrow. He owns this facility. After Namir brought us here... Richard! Patch me into Sarif, now! Adam, please! He was only pretending to work with Tai Young and the others. He found out what they were planning to do and told them he would help. But only to make sure they never succeeded. Their control signal won't work. But it does work, Megan. Zhao damn near shut me down. No. No, that can't be true. Have I ever lied to you? I'll reset your software. It'll put things right again. I've insulated your chip to prevent external signals from reaching it. It's something I developed recently using nanotechnology. Thank you, David. Ladies and gentlemen, Mr. Sarif here has asked me to show the world how human enhancement technology can change it. After careful deliberation, I've decided I must do exactly that. Forgive me. He's modified the control signal. Anyone with the new biochip will be affected. Hugh never said anything about this. I'm going back for the scientists. No, Adam! I know the complex better than you. I'll find them. There's a hangar bay through there. Get to its control room and retract the roof. Clear a path for us. Well, that escalated quickly. Was ist das für ein hässliches Zimmer, bitte? Also mal ernsthaft, das ist ja an Hässlichkeit nicht mehr zu überbieten. Holy shit. This is fucking ugly. Access grant. Ja, das hässlichste Zimmer, das ich je gesehen habe. Also for real. Jensen, what the hell's going on out there? Broadcast frequencies are going haywire. Malik, is that you? Where are you? Coming into visual range of Singapore now. Been in the air since Pritchard first pinged you. Good timing. I'm heading for a hangar bay to open the roof. I'll need an emergency extraction. Roger that. I'm on my way. Den geht scheinbar auch nicht so gut. Hey, Jensen! Looks like you could use some help! I see the scientist, Jensen. I'm landing nearby. And I think... Dr. Reed wants to speak to you. Hang on. Hello? Adam? We're all fine, but you have to get to Panchaea and stop Hugh. You and I aren't done with this, Megan. I know how it looks, but you have to stop the broadcast. I think it's causing the new biochips to overstimulate the vagus nerve, creating terrifying hallucinations. You mean it's driving augmented people insane? Yes, and it's up to you to stop it. Use the Leo shuttle. It will take you to Panchaea. Good luck, Adam.
Automated systems online. Darrow sequence 1, code 1, 1A, preset and ready to engage. Suborbital trajectory plotted. Destination Panchaea. Begin countdown, Mr. Darrow. Oh, wie das ist eine Holdout-Mission oder was? Countdown. Code 0, 0, 0. Confirm 0. Countdown commencing. Nee, doch nicht. Stand by for liftoff. Electrodynamic launch assist sequence commencing. Beginning descent. This is it, by the way. Finale Mission. Weil ich mich nicht irre. Ist das jetzt Finale? Jensen. Jensen, can you read me? Barely. I've reached Panchaea, Pritchard. Any word from Sarah for the UN delegates? Nothing. The installation went into lockdown shortly. Dann merk dir mal, was du sagen wolltest. Na. Jetzt. Meine Güte. After Darrow gave his speech, I can't tell if anyone's even alive. And the signal's still broadcasting. Meaning no one's safe till I get in there and shut it down. You'll have to disengage the lockdown first. Look for a master control panel at the top of the tower. Das werden wir machen, aber erst nach wieder einer kurzen Pause für Abendfutter. Ich bin aber sofort gleich wieder da. Also dranbleiben und bis gleich.
time. A generation of my time. There is nothing we can do. Stop this plague from breaking through. Don't come around and waste my time. A generation of my kind. There is nothing we can do to stop this plague from breaking through. I just wanna be someone who matters. A free-falling vagabond. Come on, feel my heart beating faster. I just wanna dance and dance till I'm numb and I'm done and I've rattled you to the ground. Can you feel it now? When we're dancing to the stars. I just wanna be someone you remember. A star glowing like the sun. Can't you see my heart is sore and tender? And I just wanna dance and dance till I'm numb and I'm done. Now the rattling has just begun. Can you feel it now? When we're dancing to the stars. Can you feel it now? When we're dancing to the stars. I just wanna be someone you remember. Not just one in a million stars. I just wanna dance, dance. Can you feel it now? When we're dancing to the stars. Can you feel it now? When we're dancing to the stars. Eieieiei, Leute.
Hab ich aber gerade reingehauen. Schnell reingehauen. Vielleicht war es nicht die allerklügste Entscheidung. So schnell reinzuhauen. Essen. Nee, nicht Hals. Einfach nur ein Stück Fleisch gerade, ich habe keine Ahnung, in einer Minute vertilgt. Verschlungen. Ein gutes Stück Kotelett. War wirklich sehr schnell gegessen. Aber hat gut geschmeckt. Geht aber auch gleich sofort weiter. Nom, nom, nom. Und dann werden wir heute wohl Deus Ex noch beenden. Das ist nur die Frage, also ich denke mal, ich weiß, was ich dann morgen machen werde. So ein paar kleinere Games mal anzocken, mal im Stream angucken. Alle, die jetzt gerade dabei sind, lade ich herzlich ein, morgen mit dabei zu sein, denn unter anderem wird dann auch ein Spiel mal angespielt, wo der Chat eine sehr wichtige Rolle spielt. Und zwar in einem Spiel, bei dem der Chat bestimmt, wie das Spiel weitergeht. Also was für Gegner ich zu bekämpfen habe, was für Waffen ich kriege, was geupgradet wird bei der Waffe und so weiter und so fort. Das also das Spiel unter anderem und vielleicht auch das ein oder andere Spiel noch. Wird es morgen geben. So. Musik aus. Trink mal ein Schlückchen Wasser. Nach den paar Gläsern Cola heute und dem Energy Drink wird es mal wieder Zeit, ein bisschen Wasser zu trinken. Ja, natürlich. Nee, also ich habe schon irgendwie Bock darauf. Wenn da hoffentlich morgen auch welche dabei sind. Ich habe schon Bock darauf zu gucken, wo das dann alles hinführt. Ich kann mir schon denken, dass ihr mir das Leben zur Hölle machen wollt. Aber das wäre ja auch langweilig, ne? Anders wäre es ja, ansonsten wäre es ja langweilig. Hier mal Loot. Sturmgewehrmunition. Mit der ich aber nichts anfangen kann. Das ist schlecht. Das ist auch schlecht. Ist das hier gerade ein Crash Bandicoot Level oder ist das noch Deus Ex? Alles klar.
So steht es gar nicht mal so schlecht. Junge, 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 Junge. Natürlich ist hier noch eine Mine. Also in so einem Ding muss das ja wohl hallen und knallen ohne Ende. Endlich mal. Ich weiß nicht, ob das Geld überhaupt noch irgendwas bringt, aber... Hat schon fast die Geräuschkulisse von einem Horror-Game. Das tat höllisch weh. Okay, von da bin ich gerade ja mehr oder weniger gekommen. Erstmal hatte ich einen Granatwerfer sehen in dem Spiel. Von da wäre ich gekommen. Da habe ich mich wohl vorhin geirrt. Dachte, der wäre vielleicht cooler Loot. Aber nein. Wie immer werde ich enttäuscht. Ja, die Tür ist hin. Irgendwo müssen hier doch mal Gegner sein. Ja, okay, nicht so ein Gegner vielleicht. Amelie. Access granted. Ich würde am liebsten sagen, hier stimmt was nicht, aber das wäre genauso smart zu sagen wie morgen ist ein neuer Tag.
Die Bots sehen halt schon ganz geil aus, wenn die so zusammengeklappt sind. Auch ich nicht. Hier wird man gar nicht meinen, was aus denen für Killermaschinen werden, wenn die sich aufklappen. Das ist halt Next Ruideka-Shit. Wait, bin ich von hier nicht gekommen? Nope. Hier. So verwirrt. Pritchard, Panchea's broadcast center is at the base of the station near the bottom of the ocean. Is that right? But the lockdown caused all the blast doors to seal. You won't be able to go down until you override them manually. From up in the tower. I got it. Ist hier gerade der offizielle Weg oder was mache ich hier gerade? Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hier rum Geister. Ja, das ist Armbrustmunition. Wäre einfach nur eine Alternative von dem Weg gewesen. Eine verdammt geile Alternative, will ich mal kurz anmerken. Mir schon ein geiler Weg, wenn man mich fragt. Gefällt mir. Weil leider bin ich den langweiligen Weg gegangen. Mit Minen und was weiß ich nicht allem. Weil man das vielleicht auch nicht gerade unbedingt langweilig nennen kann. Wie soll ich in die... Was? Wie komme ich denn da drüben hoch? Ja. Machen wir es halt eben auf die Tour. Mal kurz Nase putzen. Zurück.
Erst diese riesige Dingsbums für Klima und so. Was ist das? Ich habe es genau perfekt passend zusammengefasst. Hab zu viel Munition. Werde ich, glaube ich, alles gar nicht gebrauchen. Was ist denn du hier drin? What? Ah, komme ich definitiv nicht hoch. It's in my head. I know it is. They said there were no rats here, but I knew there were. Be quiet! I can't think with all that noise. You want to fight? Bring it me out. Ich benutze mal die Dinger, weil ich werde die wahrscheinlich eh nicht mehr so häufig benutzen. Weil die halt eben meinem Inventar versauern. Immer mit ihren Sturmgewehren. Nein, der Mülleimer hat geblutet, Leute. Ja. Jetzt mal Gewehrkapseln jetzt auch noch. Ja.
Crazy. Das alles hier. I don't think you want to do that, Mr. Jensen. Disengage lockdown, and whatever demons this station contains are likely to come crashing out on us. Afraid to die, Darrow? Or just unwilling to face what you've done? Oh, I know what I've done. Believe me. I take no pleasure in it. And yet you still did it. I did what had to be done. 20 years ago, I gave the world augmentation technology. I thought I was giving it a bright future, but instead I gave it the means to destroy itself. No law, no UN regulation was going to fix that. People are dying out there. Hundreds of thousands of people driven to the brink of insanity because of you. I had to convince the world. Before today, people believed we should steal fire from the gods and redesign human nature. Human nature is the only thing we have that gives us a moral compass and the social skills we need to live in peace. Destroy it, and you destroy our very species. Don't paint yourself a savior in this. What you're doing is insane. Is it? When this is done, the Illuminati won't be able to control men and women like you as they had planned, from the inside out. No one will be able to use the technology I invented to make others into beings they desire. Something we both know has happened already. You think you're Frankenstein? Killing his own monster? Actually, Mr. Jensen, I prefer to think of myself as Daedalus, watching helplessly as his child crashes into the sea. I'm ending this. Now. You can't. The signal is being generated from the broadcast center at the base of this facility. Panchea's security system has been programmed to protect it, and will kill you before you even get close. You designed that system, Darrow. You can tell me how to shut it down. But I won't. You think what I'm doing is extreme. You simply don't understand. For humanity to survive beyond this century, it must abandon ill-conceived notions about transcendence and embrace change. But for that to happen, the hard lesson must be learned. Blood must be shed. What you're doing is horrific. It has to stop. You can't force people to change. They have to do it on their own, or they'll end up resenting you for it. And doing it like this? My God, Darrow, it's insane. It is not insane, Mr. Jensen. Tragic, yes. Unavoidable? No. You, of all people, should be able to understand this. In your former career, were you not sometimes called upon to kill in the line of duty? To carry that grim responsibility in order to save others? You must realize this is no different. Only the scale has changed. Because the threat we face as a species is so extreme. You want us to see what you see. Fine. Our humanity is threatened because technology is messing with our minds. But how can we recognize this message when we're grieving over the people you forced us to leave behind? Friends and neighbors, people we care about. Is the image of their murders the vision you want us to have? Perhaps I should have used a scalpel instead of a sledgehammer. But these are desperate times, Mr. Jensen. Surely you can understand that. Oh, why did I expect this to turn out differently? People like you. People who willingly surrender their humanity a piece at a time. You'll never understand. And browbeating won't get me to change my mind. You can talk and talk and talk, but in the end, you'll still fail to grasp the fundamental underlying truth.
people like me? I'm no different than you, Darrow. I'm still a human being, just like all the men and women you're driving insane out there. Step back for just one moment and see it through our eyes. You've convinced yourself you're saving the world, but you're just lashing out in spite. No, I didn't mean to imply... Mr. Jensen, please. Your body accepts augmentations easily. So easily, it's like a disease eating you up inside, making you crave more. While mine rejects them completely. Yet the desire is still there every day. No, Mr. Jensen, I do not envy you. I understand you. I understand the lengths men will go to obtain what God never wanted us to have. It is why we must see this through to the end. You can't have the future, so no one can, is that it? Open your eyes, Darrow. Look at what your obsession is doing to the world. When all of this is over, nothing will be left but anarchy and fear, smoldering in the ashes of burning cities. How can anything be rebuilt from that? No, that's not what I wanted. There must be something left, some hope of renewal. Because without hope, there is nothing. I will give you what you want, Mr. Jensen. Codes to shut down Panchaea's security system. But you'll still be in danger. Much of the system is self-determining and lethal. When you see it, maybe then you'll understand. The technology I created will not be the future any one of us desires. Please, help the world understand that. Top 3 Zahlen, die 0, die 1 und die 9. Seine Rede. The codes should help you shut down the Hyron project, Panchaea's security system. When you see it, you will understand. There is no room for this technology in the world. Und Bronkel, alles und jeden töten? Wirklich? Du enttäuschst mich gerade. Und viel wichtiger, du enttäuschst nicht nur mich, du enttäuschst auch Carsten. Richard, the lockdown's disengaged. I'm heading back to the hangar to see if those blast doors are open. Have you been able to raise anyone? I'm picking up several glimmers, but there's too much interference. I think you're on your own, Jensen. Careful there, Francis. You almost sound like you regret that. Nee, ist richtig. Geht nämlich um meine Top 3. Punkt. Fragst ja nicht bei jemandem nach der Meinung von jemand anderem oder so.
So, wir müssen uns so langsam dann mal entscheiden, in welche Richtung das Ende dann hier gehen wird. Kommen auch die ganzen Zombies jetzt auf einmal her. That? Oh, that was nice. Please, let it be nothing. We can't control them anymore. Run! Run! Aber ich bin hier gerade auf dem richtigen Weg. Na, hier bin ich falsch. Papier, das ist auch nicht richtig. Scheiße. Dann ist Bronkel aber nicht überzeugend genug in meinem Fall. Allgemein ist das bei mir nicht so einfach. Denn ich stelle mir in sowas dann immer die Frage, was würde Commander Shepard in diesem Fall tun? Und da hat halt der Teufel auf der Schulter keine Chance. Weil der Shepard auf der Schulter dann zur Stelle ist. Ja, deswegen hockt er auch auf meiner Schulter. Und steht nicht vor mir. Dabei streng genommen ist er auch gar nicht tot, weil der existiert noch nicht mal. Das dauert noch so ein paar, so knapp über 100 Jahre. The fucking wind! Control them anymore! Run! Run! What's there? What's there? It was just in your head. Stay in control, damn it. This is William Taggart. If anyone out there is listening, I'm begging you, help. We've barricaded ourselves inside the core server room. Many of us are wounded. Please, save us. Please, save us.
Wo ist der Typ? Harte Frame Drops. Holy shit. Quick Save lässt die Frames einfach mal auf 1 runterfallen. WTF. Alter, Spiel. Entspann dich. Mir scheißegal, Leute. Das ist schlecht. Mal das Geld holen. Mr. Jensen, how ironic that you should be the one to save us from the monsters out there. Monsters, Taggart? You mean people. Augmented people who've lost all control, lost their reason. Isn't that supposed to be my line? Unfortunately, it seems your esteemed Mr. Darrow decided to appropriate my point and turn it back on me. In madness and in blood. He has betrayed us all. So you finally admit it. You are part of this, after all. You have been all along. It would be pointless to deny anything now, but despite what you think of us, we never wanted augmentations outlawed. All we've ever sought is regulation. Rules governing how the technology is developed and laws that ensure it's used for the good of society. You've raised society above humanity. So who gets to make those rules? Men with wisdom, strength, and tenacity to know what's right. Proven leaders who distinguish themselves like you, Mr. Jensen. You've certainly earned the right to be one of us. All you have to do is take it. I'm not looking for glory, Taggart. Just remember that without control, there's no room for freedom, only anarchy. You were a policeman once. You know the importance of order. I know there's a difference between order and slavery. The biochip wasn't supposed to force people to do anything. It merely limited powers so that people couldn't go on killing sprees like the ones taking place right now. Amazing how well that worked out. Say what you will, but I know that some part of you agrees with me. Absolute freedom is no different than absolute chaos. Society needs boundaries if it has any hope of surviving. And you, Mr. Jensen, can be the one to give us that hope. Shut down Darrow's signal. Then help me get a message out saying that an accident at VersaLife contaminated the world's neuropozyne supply. VersaLife? And what if I decided to blame the Illuminati? The Illuminati is just a name to get rich financiers to invest more money. Besides, do you really think the world will believe in some 18th century conspiracy theory? Do this for us, and you'll ensure a future for mankind, all of mankind, augmented or otherwise. The future Hugh Darrow offers doesn't allow for both. Let me think about it.
Also ich weiß schon, wie ich mich entscheiden werde. Hab da schon so eine Vermutung, so eine Ahnung. Wo muss ich denn gerade eigentlich genau hin? Nach da unten. Wie komme ich da am besten hin? Wahrscheinlich mit dem Fahrstuhl, wa? Stop tormenting me! I can hear you! Please, let it be nothing. This can't go on. I can't take much more of this. It's in my head. I know it is. No, I'm not killing. I'm not. Und ich packe gerade schon was Geiles. Wir haben genug Munition. Egal, was da jetzt gleich kommen mag. Mehr als genug Munition. Oh boy. Access granted. Oh, einfach alles über den Haufen ballern. Nee, nee. Nee, nee. Weil die Gasgranate ist jetzt natürlich mega nice. Wie viele sind das denn?
I can't think with all that noise. Was? Mir hat niemand was von Seraph erzählt. Wo kommt jetzt die Mission auf einmal her? Wo habe ich denn da nicht aufgepasst? Wo kam das denn auf einmal her? Mit Seraph. Maschinenraum. Wo ist denn der fucking Maschinenraum? It was just in your head. Stay in control, damn it. I don't wanna. All right. Just leave. No, you won't get me. You won't get me. Just leave me closer. Come closer. Just let me finish. Just let me finish. I got a job to do. I'm gonna kill you all. I'm gonna kill you all. Get away. Get away. Aua! Wieso kann ich nicht wirklich laufen? Go, go, go. Geschweige denn springen. Was ist das hier für ein Cheat? Vom Spiel. I didn't want this. Let me go. Just get away from me. They ruined me. The bastards ruined me. Just play along. Kann ich auf einmal nicht bewegen? Jetzt auf einmal alle live kommen mal wieder. Immer. Wer denn der Aufzug hin? Nach unten. Weit nach unten scheinbar.
Oh shit. Aua. Ey. Wieso kann ich nicht? Wollt ihr mich verarschen? Du kannst dich einfach nicht mehr bewegen. Wenn die auf dich einschlagen. Bin ich hier in Left 4 Dead oder was? Wo sie dich festhalten. Die Schweine. Ich da nicht runter kann, ist auch belastend. Natürlich ist da eine Mine. Ach, alle Scheiße. Ich hab vergessen, dass ich die Mine entschärfen kann. Quiet! I can't think with all that noise! Wo ist denn der Maschinenraum, wo es angeblich alle eingesperrt sind? Alter, wie jetzt hier wieder alles und jeder live kommt. Und alles und jeder zusammen Spaß hat. Nur ich nicht. Ich spiele alleine Spiele. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Fuck off. So nice and quiet. But you ruined it. Just let me finish. Just let me finish. I got a job to do. Kill you. Ach, da sind sie. Just let me finish. Just let me finish. I got a job to do. Guten Tag. Ich bin Ihre letzte Hoffnung und Rettung. Und Hilfe und überhaupt. Adam! Oh, thank God you came. I've got wounded here. We'll have to move them first. We can't move anyone yet. Not until I get to the base of the station and shut down Darrow's broadcast. What? Why? The chaos you experienced here, it's everywhere. The Illuminati created a biochip that stops people from using enhanced abilities, and Darrow turned it into a kill switch. Oh my God, you... We gotta fix this, Adam. If people realize what's happened, if they believe augmentation technology created this chaos, they'll ban human enhancement research forever. And that would be a bad thing. Yes, it would! Don't you see what's at stake here? Ever since man first crawled out of that ocean, we've been striving to be more than we are. Augmentation technology is just the latest, greatest step on a very long road. But we've barely scratched the surface of its potential. We can't let fear stop us from continuing. That's your belief, Seraph. Not everyone shares it. But you do, Adam. I know it. And if we work together, we can really make a difference. We can improve the lives of everyone, but only if we fix this. Go on. We'd have to get a message out after you shut down Hugh's signal. Tell the world, tell them the Humanity Front did this. That their doctors created a virus that only affects augmented people.
You mean lie? Nah, it'll give us time, son. Time to figure out how to destroy the Illuminati's biochips and move on. And what about the people who've been hurt by this? Don't they deserve the truth? I had 'em. If we want the freedom to become more than we are, we can't be blinded by a misguided morality. Some people will be left behind. It's reality. It's evolution, son. Right. Evolution based on my DNA. Please, son, you have to stay with me on this. I'll think about it. Vor allem schieb's auf die Ärzte. Damit die Leute misstrauisch auf die Ärzte werden. Ist ja nicht so, als hätten wir mittlerweile schon das Problem deswegen. Okay, jetzt können wir aber hier wirklich abhauen, wa? Ach. Hätte halt einfach einen viel sicheren Weg gegeben. Ja, bis hier. Get up! Get up! Get up! Get up! Get away from me! Get away! Get away from me! Nothing's here. Find the dog. Dark will help. Get up! Get away from me! Get away! Get away from me! Quiet! Enough! I can't think with all that noise! Aber wenn das mal kein geiler Weg gewesen ist, gerade weiß ich auch nicht weiter. Only I can be! Not real. Just get away from me! Just play along. Jetzt habe ich aber alles. Ach, weißt du was. Jetzt langsam wird mein Powerriegel-Vorrat knapp. Weil ich jetzt mal anfange, die wirklich zu benutzen. You're the one! Don't be difficult! This is best for both of us! They ruined me! The bastards ruined me! Don't run!
monster! It's your fault! Okay, okay, I hear. Look, we're gonna go around. Hey! Hey! Hello! Is anyone there? All right. Ich würde ja nicht freiwillig runterfahren, sage ich ganz ehrlich. Guck mal, witzig. Das ist der Ladebildschirm, getarnte Ladebildschirm. Ich kann nicht mal Mühe gibt zu laden. Da einfach mal Loading auf dem Boden. Nice. Ich weiß, worauf ihr hinaus wollt, Leute. I know it. But there is no place for this. Okay, Leute, are you ready? What the hell? Oh my God. Water pressure nominal at 173 psi. Who am I? Communications web online. I feel cold. Drones 1 through 3 within operational parameters. I don't remember. Drone 4 disconnected. Let me go. Processing. Oh God, please help me. I'm scared. Core temperature stable. Processing. Zhao, what are you doing? Connecting to Panchaea's Haron project, Mr. Jensen. The most advanced quantum computer slave to the human brain, and the closest to perfection we'll ever achieve. I'm going to use it to hack Darrow's signal and rework the message to our benefit. Our benefit? You mean the Illuminati's? Someone has to override the signal and be the world's savior. And let's be honest, neither of us would trust anyone else to fill that role. Computer, begin EEG sync. So much pain. Syncing beta waves at 40 cycles per second. Sleep, please. Let me sleep. Incompatible master-slave chain detected. Alert. Unable to transfer control to Alpha Pod. The system won't recognize my chip. Neural systems offline. Rerouting control of the chain. I can't control Iron. Increasing glutamate levels by 32%. Zhao, get them out of there. I have to reach the control chamber. No! I can still control it! I'm in control! Stop the signal. Security alert. Through the primary drone hatch. Oh shit. Was wollte ich gerade sagen? Oh, das ist aber schon bitter, ey. Stell dir vor, du wärst einfach zu einem fucking Computer. Alpha Pod security in place. To access Alpha Pod, purge tertiary pods. I must be the one to alter the signal. Once I do, the Council will
welcome me with open arms. Warning. Pop! No! Protect Mother! Stay away! Stay away! Was muss ich da genau machen? Why does he want to kill us? Kill him. Part 1. Safety purge complete. You have been better served keeping your head down, Jensen. I'll do it, Mother! Just don't hurt him! Just no more pain! Please, keep him away from us! Security measures are sufficient. Insufficient. Warning. Pod 3 safety. Once the weight of their gaze touches you, there is no escape. Ja, wozu konnte ich gerade Türen öffnen? Hydrostatic pressure rising. Can't breathe. It hurts. It hurts so much. Systems are. My organic systems under stress will acclimatize. Do you see where honor and ambition lead you? To a hole miles deep in the ocean, about to meet your end. Aua, 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 aua. Was für eine Tür kann ich öffnen? Mich da mal irgendwie umgucken. Hydrostatic pressure rising. Can't breathe. It hurts. It hurts so much. Systems are. My organic systems under stress will acclimatize. Do you see where honor and ambition lead you? To a hole miles deep in the ocean, about to meet your end. And powerless. Look at what they've done. I don't like it here. I don't like it. It's so cool down here. Nurse, show us the light, Mother. Where's the light? I must fight this. I must succeed. Wenigstens die Musik ist geil. I can't move. Why can't I move? ACHE levels are critically low. How much longer will it be, Mother? I want to go home. I have no choice but to eliminate you. You have ruined everything. Been awake for so long. Tired. System monitors online constantly. There's too much to keep track of. Supplemental diagnostics required before we can sleep. After this, Tayo will dominate the market. Sarah will no longer be a thorn in my side. Results of the diagnostics are inconclusive. I feel bad. Vital signs. Vital signs normal? No. This is not normal. We just want to be normal. Was muss ich genau mit denen machen? System failing. Error in system. Iron is weakening. Rerouting connection. I am regaining control. I must. Ah! Als dumm. Reroute. Habe ich ihn jetzt gespeichert. Ein Pfeil hätte gereicht. Bei
Könntet ihr halt an sich auch einfach killen, wa? Das wäre auch eine Möglichkeit, I guess. I must fight this. I must succeed. Contamination 1. Pod 2 access hatch is open. I can't move. Why can't I move? These CHE levels are critically low. Still failing me, Mother. I want to go home. I have no choice but to eliminate you. You have ruined everything. Und was nun? Verstehe den Bots gerade irgendwie nicht. Ich bin zu dumm. There's too much to keep track of. Supplemental diagnostics required before we can sleep. I will dominate the market. Sorrow will no longer be a thorn in my side. Results of the diagnostics are conclusive. I feel bad. Vital signs. Vital signs normal? No. This is not normal. We just want to be normal. So. What to do now? Warning. Pod 2 safety purge in progress. Stand by. Contamination 1. Pod 2 access hatch is open. Pod 2 safety purge complete. What? Reinitiating hybrid life support. Eigentlich wird der Shotgun nichts treffen. Ich verstehe den Boss gerade irgendwie nicht. Muss ich die killen? Guckt jetzt einfach mal nach. Okay. I guess. Been awake for so long. Tired. System monitors online constantly. There's too much to keep track of. Supplemental diagnostics required before we can sleep. Sorrow will dominate the market. Sorrow will no longer be a thorn in my side. Results of the diagnostics are conclusive. I feel bad. Vital signs. Vital signs normal? No. This is not
Warning. Pod 2 safety purge in progress. Stand. Ich glaube, ich kann das nicht mal mehr auf die freundliche Art und Weise machen, weil ich keine Betäubungsmöglichkeiten mehr habe. Contamination warning. Pod 2 access hatch is open. Pod 2 safety purge complete. Reinitiating hybrid life support. Ist hier irgendwo Munition? Warning. Pod 2 safety purge in progress. Wer ansonsten Stand by. frech, wenn nicht. Also sagen wir mal, wenn man jetzt komplett Pazifist spielen wollen würde, was ich ja auf jeden Fall vergeigt habe. Von Anfang an. Hast du hier einfach die Arschkarte gezogen. Pod 1 safety purge in progress. Stand by. Manual override of tertiary pods initiated. Total system purge in effect. Shutting down tertiary stations. Warning. Electrical charge subcritical and rising. Electric discharge sequence initialized. Where did you get that gold? From that fool, Daryl. This will not stop me, Jensen. It's happening. Harry is compromised. No, wait. It's initiating emergency protocols. Ah! You don't know the resources they have at their disposal, Jensen. Despite your special genetics, you have been in over your head the whole time. Initiate dissipation protocol. Warning. Electrical charge subcritical and rising. Pathway to discharge sequence. Damn you, Daryl. You betrayed them. Warning. Primary pod compromised. Secondary security measures activated. Evacuate area. You still cannot reach me, Jensen. There are too many contingencies built into the system. You and I have both failed. Oh shit. Ja, das ist jetzt hier. Habe ich irgendwie überlebt? Holy shit. Aua. Ey, what the fuck? Ich meine, da passiert nicht viel, aber mit diesem auf dem Boot, ich glaube, ich baller den Roboter weg. Dann kann ich mich da deutlich besser bewegen. Oh, habe ich ernsthaft mit so einem beschissenen Punkt gespeichert? Alter, ist das eine Scheiße. Ich habe hier den perfekten Ort und Punkt ausgesucht zum Quicksaven. Mann. Oh, das wird ein Spaß.
Ich dachte, die Bodenscheiße wäre schon weg. Oh, was habe ich mir da für eine Scheiße eingebrockt? Alter, das Ding hat 20.000 HP. Wie oft soll ich da noch mit einer Shotgun reindrücken? Und mich währenddessen versuchen zu heilen. Das ist eine Scheiße hier. Warning. Primary pod station damaged. No! I will not lose this. This is my right. I have worked too long to stop now. You want the glory. Is that no? Mann, dann bringt er über das Scheißding. Och, ist das hier. Wieso mache ich das gerade so unfassbar dumm und schrecklich und einfach alles? Warning. Primary pod station damaged. No! I will not lose this. This is my right. I have worked too long to stop now. You want the glory. Is that no? It is all mine. I have given everything for this. Warning. Primary pod station failure imminent. Warning. Electrical charge approaching critical level. Discharge imminent. Clear the area. Oh. Alter, ich hasse diese Scheißhammer hier. Also, ob jetzt Bossfight oder nicht, ist erstmal egal, aber ich hasse diesen Raum und diese Blitzscheiße. Und diesen Bot, der 20.000 HP hat. Bei dem es sich nicht lohnt, mit der Shotgun drauf zu ballern. Warning. Primary pod station damaged. No! I will not lose this. This is my right. I have worked too long to stop now. You want the glory. Is that no? It is all mine. I have given everything for this. Warning. Primary pod station failure imminent. Warning. Electrical charge approaching critical level. Discharge imminent. Clear the area. Kann sie halt einfach nur killen. Weil ich keine Möglichkeit habe, scheinbar sie irgendwie noch zu betäuben. Das ist doch scheiße. Vielleicht besteht ja doch noch Hoffnung. So. Fähigkeiten. Präzisionsgewehrmunition. Betäubungspfeile, jawohl.
verstehe den Bossfight nicht. Na gut, vielleicht verstehe ich ihn doch schon, aber... es ist nicht so geil gerade. Ey, du kriegst ja so wenig Zeug, um Pazifist zu machen, ne? Oh, Gasgranate. Meine Güte, ey. Das war aber auch ein Krampf bei mir gerade. Der hat zu Boxen Pazifisten-Modus. Glaube ich. Ja, die ist komplett durch. Die ist sogar angebraten. Hello, Adam. Welcome to the edge. It is not the end of the world, but you can see it from here. Eliza? What are you doing here? It is my job to monitor and report on the news, Adam. Before Darrow smothered everything with his signal, the whole world was tuned into this place, including me. The broadcast. I have to stop it. I know. Please, come closer. Do you know where we are, Adam? We are at the fulcrum point, when society lies in the balance. Hugh Darrow hoped to tip the scales one way, by telling the world everything you already know. About the biochip, the Illuminati, everything. He believed knowing the truth would convince mankind to abandon research into human enhancement technologies forever. It would certainly give them reason to fear it. Indeed. Darrow's confession is ready to send. If you want, I can wideband it across all media as soon as you shut down the signal. Everything you worked so hard to uncover will be exposed. But only if you deactivate the broadcast using this control. However, if you desire, I can alter Darrow's message. Conceal the creation of the biochip while putting in new content. Content blaming the humanity front, like Sarif suggested. The organization has already admitted to harboring terrorists. It would be easy to convince people they turn to biological warfare in a more desperate attempt to get rid of augmented people. But why? What would that achieve? In time, it could shift the focus of hatred onto people whose prejudices are seen as too extreme, leaving corporations free to experiment with human evolution as they desire. But if you want me to perform this edit for you, you must disengage the signal and activate the video edit function from here. Alternatively, Darrow's message can be adjusted to erase all mention of the power group known as the Illuminati. I can report that lack of proper regulation allowed vast quantities of neuropazine to become contaminated prior to reaching the market. Taggart's preference. You think the world will buy a made-up story about neuropazine poisoning? You might be surprised by what people believe. I can convince them. And having experienced the negative effects of corporate negligence firsthand, a majority of people might force the world to place harsh restrictions on all human enhancement research. But only if you disengage the signal and activate the video edit function from here. Of course, there is another option.
This passage leads to Panchaea's pressure regulation controls. Destroy them and the installation will cave in on itself, overwhelmed by the weight of the ocean pressing against it. Everyone inside the structure will die. That's a solution? No one will be left to tell the world what happened, Adam. Nobody will be able to spin the story. Including me. The choice is yours. Do you believe you have the wisdom to choose an appropriate future for mankind? Or do you trust mankind to find the answers on its own? Ei, 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 ei. Welche Nachricht? Ich weiß doch mal genau welche. Da muss ich mal eben kurz nachgucken. Das stimmt halt. Deswegen hauen wir auf jeden Fall schon mal nicht ab. Ending Choices. Ich will nur die Ending Choices nochmal sehen. Also Seraph, da blamen wir die Extremisten, damit die Technologie weitergehen kann. Bei Taggart löschen wir die Illuminati, irgendwie sowas, und sagen, dass das Neurozeug vergiftet wurde. Mit harten Restriktionen. Destroy Pangaea. Warte, ich hab doch. Ah, Darrow. Hugh Darrow believes that revealing the truth behind the incident will cause mankind to abandon research into human augmentation technology forever. Darrow lassen wir einfach mal weg. Seraph. This option is selected. Eliza will alter Darrow's message by concealing the creation of the biochip and inserting new content blaming the Humanity Front. By placing the blame on extremism, biotechnology corporations will be free to conduct further research on augmentation technology without hindrance from public opinion. Und fast schon nach dem Motto, wir machen, was wir wollen. Cover up the Illuminati's involvement. If this option is selected, Eliza will alter Darrow's message by erasing all mention of the Illuminati and reporting that the lack of regulation resulted in neuropsine poisoning. As a result, harsh restrictions will be placed on all human enhancement research and the Illuminati's position will be strengthened. Klingt aber auch nicht so geil. Let Humanity Decide ist halt das Dümmste, was man machen kann, eigentlich. Ah. Also, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist es doch so. Also so oder so, diese Einrichtung ist kaputt. Das ist ja das, wie es auch, ich glaube, womit so mehr oder weniger, was auch im zweiten Teil erwähnt wird. Das Ding, egal wie man sich entscheidet, ist am Ende kaputt.
Ich lese hier gerade eine Diskussion, dass das Explodieren-Ending das offizielle Ending ist. Aber soweit ich das weiß, ist die Einrichtung, sobald wir jetzt hier weggehen, eh am Arsch. Also egal, was wir machen, die Einrichtung ist eh kaputt. Und, darauf baut ja auch Mankind Divided auf. Vielmehr, dass die Einrichtung jetzt zerstört wurde. Und ich meine auch, dass ich in einem Interview mitbekommen habe, dass der Storywriter von Deus Ex Human Revolution und ich glaube auch Mankind Divided, dass er auch gesagt hat, dass diese Einrichtung im Endeffekt so dermaßen zerstört wurde durch diese Riots, nenne ich es jetzt mal. Dass die so oder so den Bach runtergeht. Also Darrows Botschaft schon mal nicht. Man das auf Extremisten zu schieben... Hat aber auch so einen faden Beigeschmack. Taggart gefällt mir nicht, weil das die Illuminaten stärkt. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich auch von den Illuminaten hundertprozentig halten soll, bin ich ganz ehrlich. Abhauen werden wir nicht. Das heißt ja, in dem Fall wäre ja eigentlich nur Seraph wirklich offen. Weil Darrow heißt im Grunde Fuck Augmentations. Wir hassen euch augmentierte Leute jetzt alle. So nach dem Motto. Ihr... Keine Ahnung. Ihr habt verbotenes Zeug oder so. Das hier stärkt die Illuminaten. Wir hätten ja schon, also alleine auch schon wegen dem Dialog mit Darrow ergibt das keinen Sinn, dass wir seine Botschaft senden eigentlich. Wird fast schon mit Seraph gehen tatsächlich. Auch wenn ich nicht hundertprozentig damit einverstanden bin. Mit einigen der Dingen. Oder Dinge. Abhauen ist keine Option. Speicher mal, weil ich könnte dann ja im gegebenen Fall auch nachher einfach beide Endings, die anderen Endings alle noch zeigen. Aber ich würde, also wir machen jetzt einfach alle Endings, ja, damit die alle auch gezeigt wurden. So zumindest der Plan. Aber ich gehe jetzt mit meiner primären Wahl, dass ich mich jetzt hier für die Nachricht von Seraph entscheiden würde. If you do this, the focus of hatred may shift to those responsible for unleashing biological warfare, leaving corporations free to experiment with human evolution. Are you sure this is your choice? Nicht wirklich. Let me think about it. If you do this, the unadulterated truth in Darrow's confession may well convince mankind to cast all science and technology aside, to ensure that future generations grow up free and whole. Are you sure this is your choice? Wie dieser sagt, klingt das ja wirklich fast schon wie die beste Auswahl. Let me think about it. If you do this, first-hand experience with corporate negligence on such a grand scale may convince mankind to enact harsh restrictions on human enhancement research.
Are you sure this is your choice? Was heißt denn harsh constrictions? Also mit harten Einschränkungen. Was heißt das denn genau? If you do this, the world will be left with questions and may never reach a consensus. Are you sure this is your choice? Let me think about it. Also was? We never fucking asked for this. If you do this, the unadulterated truth in Darrow's confession may well convince mankind to cast all science and technology aside, to ensure that future generations grow up free and whole. Are you sure this is your choice? So be it then. Albert Einstein said, technological progress is like an axe in the hands of a pathological criminal. Took me a while, but I finally see his point. How often have we chased the dream of progress only to see it perverted? More often than not, haven't the machines we built to improve life shattered the lives of millions? And now we want to turn that dream on ourselves to fundamentally improve who we are. Experience has shown me how dangerous that can be. How many times in the Call of Duty did I almost fall into the trap of taking shortcuts, abusing my abilities or the resources at hand? I resisted. Barely at times, because I valued human lives and considerations. Can I truly despise others who fall? Technology offers us strength. Strength enables dominance, and dominance paves the way for abuse. Darrow understood this. He knew that using technology to become something more than we are risks losing our ability to love, aspire, or make moral choices. The very things that make us human. It also risks giving some men the power to make others what they choose, regardless of the cost to human dignity. The suffering Darrow inflicted is not the end of the world. It is merely the seed for change. And change never comes without pain. Das war dann jetzt aber der Dialog am Ende. Definitiv nicht der Pazifist. Aber das klang jetzt auch nicht nach neutral irgendwie. Habe ich wirklich das aggressive Ende, nenne ich es jetzt mal, gekriegt? Von den Dialogen? Naja, aber dennoch. Geiles Game. Human Revolution, Mankind Divided und ich würde mir noch einen dritten Teil wünschen, aber ich glaube nicht, dass wir den je kriegen werden. Was sehr schade ist.
Ich weiß es gerade gar nicht. Gab es hier auch nochmal eine After-Credit-Szene? Ich weiß, dass es die Mankind Divided gegeben hat. Mit Human Revolution war es das hier. Deus Ex hat so einen guten Soundtrack auch. So einen fucking guten Soundtrack. Was als nächstes ansteht, ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Ich denke mal, morgen würde ich so ein paar Indie-Games zocken. So alles Mögliche nach dem Motto. Von dem Ukraine-Bundle von itch.io. Aber am Dienstag würde ich dann schon wiederum ganz gerne ein neues, richtiges Projekt angehen. Aber ich weiß nicht genau, was ich da dann zocken wollen würde. Weil direkt weitermachen mit Mankind Divided, weiß ich nicht. Könnte ich machen, ja, schon. Aber ich mag es eigentlich lieber, wenn ich, was weiß ich, noch was anderes dazwischen schiebe. Für Abwechslung, so nach dem Motto. Neues Spiel Plus, das klingt nice. Ich will aber mal kurz was nachgucken. When facing difficult choices, how often did I take the easiest path? Ich habe wirklich den Violent-Dialog am Ende gekriegt. Dabei habe ich doch die meisten Leute, okay, bis auf die Bosse, die habe ich halt alle gekillt, bis jetzt auf den finalen End-Boss. Aber ansonsten habe ich die meisten auf dem Pazifistenweg ausgeschaltet. Tatsächlich den Violent-Dialog gekriegt. Das finde ich ziemlich frech. Was müsste ich denn dafür machen, um es auf neutral zu kriegen? Also, ernsthaft gemeint. Ich kann ja mal so lange ein bisschen Musik anmachen.
Evil ending if you murdered everybody. Jensen will talk about abuse of power. Neutral ending if you killed a few people. Jensen will talk... Ich habe doch nur wenige gekillt. Also jetzt ernsthaft. Und dann noch eine wunderschöne Antwort. Actually, I've got neutral ending after killing every killable NPC I found. Hab alle Leute... Ja, das ist jetzt aber Bullshit. Come on. Leute, die ich am Leben lassen konnte, habe ich am Leben gelassen. In Quests und so weiter und so fort. Gut, ich habe... Von 4 Bossen habe ich 3 gekillt. Aber ansonsten habe ich überwiegend Leute entweder in Ruhe, also die meisten habe ich, denke ich mal, in Ruhe gelassen, würde ich jetzt mal behaupten. Sagen wir einfach mal, keine Ahnung. 40 habe ich in... Nee, 40 ist... Einfach mal 40 habe ich in Ruhe gelassen. I don't get it. Können wir hier stehen. Ich habe ja wohl die meisten ausgenockt und die wenigsten, also die wenigsten habe ich gekillt. Also ich weiß jetzt nicht, warum ich das Evil Ending gekriegt habe, ganz ehrlich. Da würde ich gerne mal so eine Prozentzahl sehen, wie ich was gekriegt habe. Naja. It is what it is. Haben wir halt das Violent Ending gekriegt. Ist halt so. Muss ich mit klarkommen jetzt. Aber ich glaube, ich werde das Spiel vielleicht nochmal privat ein bisschen zocken. Oder das heißt noch ein bisschen. Ich werde es privat nochmal spielen und versuchen, gegebenenfalls das Pacifist Ending irgendwann zu kriegen. Und dann zeige ich jetzt mal noch das, die anderen Ending-Optionen. Dann kommen wir aber für heute zum Ende. If you do this, first-hand experience with corporate negligence. Ich werde dafür einfach mal die Cam so lange ausmachen. On such a grand scale, may convince mankind to enact harsh restrictions on human enhancement research. Are you sure this is your choice? So be it then. Freedom. To those who don't have it, it's more valuable than gold. But where should it start and end? We humans often think we have the right to expand, absorb, convert, or possess anything we need to reach our dreams. But time and time again, hasn't this led to conflicts with others who essentially believe the same thing? Looking back on the challenges I faced, at the way I often resolve them, I realize morality can become our saving grace. Most of the time, didn't I try to keep my values in mind, knowing how my actions would affect others? More often than not, I resisted the urge to abuse power and resources simply to reach my goals more swiftly. I managed to hang on to my humanity. But the temptation to ignore it was always there. It's that temptation that so worries Taggart. He's not afraid of freedom.
He's afraid of the chaos that erupts when individuals have nothing but morality to constrain them. He wants us to regulate enhancement technologies because he fears all that power, without limits, without guide rails to keep us from abusing it. Absolute freedom is no better than chaos. Society needs laws and regulations to protect it. So if the men and women behind Taggart need to work in the shadows, pulling strings to enable us to head in a safe direction, will supporting them be all that bad? If they're as wise as Taggart says, how bad will their leadership be? I just hope they stand by what they say. Hier wollen wir nochmal kurz nachgucken. Hatte ich wirklich das Violent Ending? Oder das Neutral Ending? Weil das klang jetzt ja gerade fast schon nach Neutral. Okay. Wait a moment, irgendwie... Bla bla bla... More often than not, I resisted the urge to abuse power and resource simply to reach my goals. I managed staying on my humanity, but the temptation, temptation for its triggered. He's not afraid of freedom. He's afraid of the chaos that induces individuals have nothing but blah blah blah. Afraid of chaos that erupts when I have nothing but a weak. Warte, irgendwie verstehe ich gerade nicht. Was für ein Ending hatte ich denn jetzt? Da steht was komplett anderes gefühlt, als was Adam gesagt hat. Ah ja, als nächstes wäre dann das Seraph-Ending. Ich würde auch sagen, ich hoffe, ihr seid noch da, by the way. Ich habe dich schon weggeschaltet. Dass wir dann morgen gucken, womit wir gegebenenfalls dann am Dienstag weitermachen. Also morgen dann im Idealfall auch mit einschalten. Und dann können wir drüber reden, was wir dann als nächstes zocken. If you do this, the focus of hatred may shift to those responsible for unleashing biological warfare, leaving corporations free to experiment with human evolution. Are you sure this is your choice? Wir gerade mal gucken. Every fängt beides mit every time an. But I guess that will depend. Seraph thinks so. Seraph believed so. Okay. So be it then. Seraph was right about one thing. It's in our nature to want to rise above our limits. Think about it. We were cold, so we harnessed fire. We were weak, so we invented tools. Every time we met an obstacle, we used creativity and ingenuity to overcome it. The cycle is inevitable. But will the outcome always be good? I guess that will depend on how we approach it. These past few months, I was challenged many times. But more often than not, didn't I try to keep morality in mind, knowing that my actions didn't have to harm others?
Time and time again, didn't I resist the urge to abuse power and resources simply to achieve my goals more swiftly? In the past, we've had to compensate for weaknesses, finding quick solutions that only benefit a few. But what if we never need to feel weak or morally conflicted again? What if the path Sarif wants us to take enables us to hold on to higher values with more stability? One thing is obvious. For the first time in history, we have a chance to steal fire from the gods. To turn away from it now, to stop pursuing a future in which technology and biology combine, leading to the promise of a singularity, would mean to deny the very essence of who we are. No doubt the road to get there will be bumpy, hurting some people along the way. But won't achieving the dream be worth it? We can become the gods we've always been striving to be. We might as well get good at it. Also diesmal war es der Pazifisten-Dialog am Ende. Das sieht übrigens fucking creepy aus. Nein, Elden Ring nicht. Ich werde nicht Elden Ring spielen. Vielleicht in ein paar Jahren, aber nicht jetzt. So, da haben wir noch das andere Ende. Welchen Dialog kriegen wir da? Je nachdem, was wir auswählen. If you do this, the world will be left with questions and may never reach a consensus. Are you sure this is your choice? We have little time left, Adam. And might I say, it has been a pleasure. Do I trust mankind to save itself? That's what Eliza was asking. The truth is, I don't know. After everything I've seen, all the fighting and the chaos around me, I only know what I want to believe. Somehow, human decency will triumph. These past few months, I've faced many life-threatening situations. I could have given up many times, but my need to know the truth, to uncover the secrets that others were hiding, and to survive, forced me to keep on going. Most of the time, I tried to keep my values in mind, knowing my actions did not have to harm others. I held on to my humanity, resisting the urge to abuse power or resources in order to meet my goals. And in the end, I got the job done. But does this mean I have the right to choose for everyone? No. Because it isn't up to me. It isn't up to Darrow, Sarif, or Taggart either. Ordinary men and women will have to decide together what course mankind should take. The kind of people who time and time again have picked and chosen the future in highly practical ways, slowing change when it's negative, speeding it up when it's good. Can they do it again? I don't know. But I do know I'm not about to let anyone in this station, myself included, stand in their way. So, das war dann jetzt auch
Das Pazifisten-Ending. Ich glaube, ich habe doch das Pazifisten-Ending gehabt vorhin. Doch. Ich habe die Pazifisten-Endings gekriegt. Wupp, wupp. Erleben Sie alle alternativen Enden von Deus Ex. Meistern Sie Deus Ex Human Revolution Director's Cut im höchsten Schwierigkeitsgrad, ohne ihn jemals zu ändern. Jawohl. Meistern Sie Deus Ex Human Revolution. Director's Cut. Ja, was haben wir denn hier noch so für... Ich mach mal Musik wieder an. Denn hier sind wir jetzt ja durch. Hallöchen. Übrigens... Hallo, Mr. Monkey. Was geht? Grüß dich. Wir beenden. Wenn euch übrigens die Musik gefällt, die in meinen Streams immer läuft. Ausrufezeichen Musik. Bekommt ihr einen Link zu... Hallo, Spiel. Zu Playlisten auf sowohl YouTube als auch Spotify. Nur zur Information. Ja? Meistern die Deus Ex ohne jemanden zu töten, ausgenommen Bosskämpfe. Ach, Bosskämpfe sind egal. Meistern sie Deus Ex Human Revolution ohne Alarm auszulösen. Lesen Sie in einem einzigen Spieldurchgang alle 29 EP-Bücher. Rüsten Sie eine Ihrer Waffen maximal auf. Und 15 versteckte Errungenschaften. Aber soweit bin ich eigentlich zufrieden mit dem Spiel. Also auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad abgeschlossen. Pazifisten-Ending gekriegt. Wir sind hiermit durch. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, was machen wir als nächstes? Ich sehe gerade, insgesamt gebraucht 31 Stunden. Ja. Es war mir jedenfalls eine Freude mit Deus Ex. Deus Ex Machina. Nur 9,5% haben diese Errungenschaft. Nur 7,9% haben die Errungenschaft Legende. Um es auf schwer durchzuspielen, aber ich fand es auch gar nicht so schwer. Und klar, ein bisschen habe ich hier und da mal Probleme gehabt, aber es war jetzt nichts, was wirklich katastrophal war. Das ist natürlich jetzt die Frage. Also morgen würde ich, wie gesagt, random ein paar Indie-Games zocken, wo ihr auch durchaus bei einem Spiel das Spielgeschehen bestimmt. Und ihr dann per Chat-Umfrage, Abstimmung, dann entscheiden könnt, gegen was für eine Art von Gegner ich kämpfen werde. Ich glaube sogar, wie viele Gegner kommen werden oder so, was für eine Waffe ich kriege, welche Fähigkeiten ich kriege, wie die Waffe aufgewertet wird und so weiter und so fort. Das bestimmt alles ihr im Chat mit Abstimmungen, die dann laufen. Das ist eines der Spiele, die ich dann morgen mal gerne hier ausprobieren möchte. Ich glaube, wenn da genug Leute mit im Chat dabei sind, könnte das sehr witzig werden. Da könnt ihr mir das Leben absolut zur Hölle machen. Oder aber eben auch nicht unbedingt zur Hölle machen. Aber ich bin da sehr gespannt darauf. Und ich denke mal, wenn ich morgen streame, dann wie üblich 16 Uhr. Ja. Ich guck mal, könnte ich irgendwo rüber raiden. Ich sehe jetzt aber leider erstmal so an sich nichts, wo ich rüber raiden könnte. Denn alle Personen hier haben mehr als genug Zuschauer. Von daher würde ich euch einfach überlassen, wo ihr hingehen wollt. Wenn überhaupt noch jemand da ist. Aber es war mir, wie gesagt, wirklich eine Freude. Und dann gucken wir auch morgen im Stream, womit wir weitermachen. Also ob wir mit Deus Ex Mankind Divided, ob wir da direkt reingehen werden. Oder ob wir dann doch
eher was anderes vorher zocken. Na, schauen wir mal. Na, schauen wir mal. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Einschalten und fürs Dabeisein. Es war mir eine Freude. Es hat heute wieder sehr viel Spaß gemacht. 8,5 Stunden fast gestreamt. Oder sagen wir 8 Stunden mit den Pausen zwischendrin. Es war mir ein Fest. Es war mir eine Freude. Ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder mit dabei. Wie gesagt, morgen könnt ihr sogar selber hier und da ein bisschen mit entscheiden, was in dem einen Spiel unter anderem passieren wird. Und mal gucken, was wir noch alles da haben. Ich habe da ein paar Sachen runtergeladen, wo man mal zusammen reingucken kann. Und wer weiß, vielleicht ist da sogar ein Spiel dabei, das wir dann erstmal weitermachen werden. Das sehen wir dann. Das sehen wir dann. Ich verabschiede mich jedenfalls für heute. Es war mir ein Fest, eine Freude. Ihr wart wie immer ein hervorragendes Publikum. Und wir sehen uns dann, hoffe ich, doch morgen wieder. Bleibt gesund, passt auf euch auf, habt noch einen wunderschönen Sonntagabend, wunderschönes Restwochenende und bis morgen dann, hoffe ich doch. Ne? 16, 17 Uhr, ansonsten Ausrufezeichen, Discord, wisst ihr Bescheid. Könnt ihr mir beitreten, da gebe ich dann auf jeden Fall vorher nochmal Bescheid an dem Tag, ob ich 16 Uhr anfange oder später erst ein bisschen später anfange. Ja, ich bin jedenfalls raus. Macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf. Habt einen schönen Restsonntag und habt einen guten Start in die Woche morgen. Und dann sehen wir uns morgen gegen 16, 17 Uhr oder so auch wieder. Ciao, macht's gut und bis dann. Sing for me sweet lullabies.